wollen jetzt was liefern. Wir wollen, dass ihr nach Hause geht mit operativen Ideen, mit Inspiration. Und ehrlicherweise habe ich dann in den letzten Jahren entschieden, versuche zumindest auf Nummer sicher zu gehen. Ich präsentiere selber mal zumindest 15, 20 Minuten lang ein paar Charts in der Hoffnung, dass vielleicht schon was dabei ist, was ihr gebrauchen könnt für euer Business, für euren Marketingalltag. Und ja, habe mir so ein bisschen überlegt, was passiert gerade im Marketing oder generell im Internet in Europa, in Deutschland, in der Welt und wollte darüber erzählen. Ja, und ich hoffe, wie gesagt, ihr nehmt was mit. Und dann kommen gleich die Topstars aus aller Welt, aber vielleicht vorab schon mal die ersten paar Euro durch mich gerechtfertigt. Legen wir mal los. State of the German Internet 2018. Als wir letztes Jahr hier zusammengekommen sind, da hatten wir den GIX erfunden, den German Internet Index, also ein Index, bei dem Digitalfirmen, die an der Börse notiert sind, aus Deutschland und die mal mindestens 1 Milliarde wert sind, zusammengefasst werden. Weil wir Marketingleute sind, haben wir das GIX genannt, so ein bisschen catchy. Und letztes Jahr war dieser GIX ungefähr so viel wert. 50 Milliarden waren die deutschen börsennotierten Internetfirmen wert. Das war damals schon gut, das ist auch heute noch gut. Sie haben sogar erfreulicherweise in den letzten 12 Monaten an Wert zugelegt. Mittlerweile sind diese Firmen 65 Milliarden Euro wert. Es sind noch 2 neue dazugekommen. Delivery Hero, HelloFresh sind in den letzten Monaten hier an die Börse gegangen, Firmen aus Deutschland. Also eine gute Entwicklung, Mehrwert, unsere Branche wächst. Das hilft uns, freut mich zu sehen. Aber schauen wir mal in die USA, schauen wir nach Westen, wo die berühmten GAFA-Firmen sitzen. Google, Amazon, Facebook, Apple, die wichtigsten Plattformen unserer Branche sicherlich. Wie ist es denen ergangen in den letzten Monaten? Die waren letztes Jahr schon 1900 Milliarden Euro wert. Das ist mal krass, ne? Deutlich, deutlich mehr. 1900 Milliarden Euro. Kann man sich fast gar nicht vorstellen. Ich habe das mittlerweile ein paar Mal aufgesagt, also weiß ich das. Aber trotzdem. Und wie haben sie sich entwickelt? Mittlerweile sind sie 2400 Milliarden Euro wert. Also nochmal 500 Milliarden Euro mehr wert in 12 Monaten. Oder anders ausgedrückt, das deutsche börsennotierte Internet passt ungefähr Faktor 8 nur in das Zusatzwachstum der GAFA-Firmen. Das ist total krass. Also in 12 Monaten haben die 8-mal das deutsche Internet einfach an Wert gewonnen. Da kann man sagen, okay, Westermeier, vielleicht ist das doch der falsche Vergleichswert. Vielleicht ist dieser komische GIX, den ihr euch da ausgedacht habt, einfach nicht der richtige Wert. Vielleicht gibt es andere Maßzahlen, die man heranziehen müsste. Welche zum Beispiel? Nehmen wir mal unseren DAX, also sozusagen den Index in Deutschland, unsere 30 wertvollsten börsennotierten Firmen. Wie stehen die denn zu GAFA? Und man muss sagen, die GAFA-Firmen haben nahezu einen DAX zugelegt, zumindest einen halben. Also der halbe DAX an Wert ist bei diesen 4 Firmen entstanden in den letzten 12 Monaten. Das ist absolut gigantisch an Konzentration sicherlich von Innovation, Macht, Geld, Kapital, einfach beeindruckend. Und dieses Jahr zum ersten Mal wollen wir auch nach Osten gucken. Ja? Im Osten, in China, gibt es auch sowas wie GAFA. Das heißt nur anders. Das heißt dort BAT. Baidu, Alibaba, Tencent. Das sind so die 3 zentralen Firmen in China. Und wollen mal schauen, was sich da so tut. Und man sieht, auch die sind mittlerweile hier jetzt insgesamt so viel wert wie der DAX. Also 3 Firmen versus 30. Ich glaube, man kann zu Recht sagen, das deutsche Internet ist durchaus, und was ist halt nicht Internet, ne? Das ist ja irgendwie alles Internet und digital, ist durchaus unter Druck von Osten, von Westen, von allen Seiten. Es gibt ja noch mehr Plattformen als nur diese 7. Also da tut sich einiges. Frage jetzt für uns hier, was können wir machen, also ihr am Ende oder wir vielleicht auch ein bisschen helfen, um irgendwie im Spiel zu bleiben, um da mithalten zu können in dieser Situation. Und darüber haben wir uns Gedanken gemacht. Was kann man tun? Ich glaube, eines der ersten Sachen, die man tun kann, man reist. Ja? Die Gelehrten, die Eliten, die sind schon immer gerne gereist und irgendwo hingefahren und haben irgendwie versucht, sich inspirieren zu lassen. Früher ist Goethe nach Italien gefahren und hat da irgendwie neue Inspiration gezogen. Heute, wo fahren die Eliten und die Gelehrten hin? Na klar, die fliegen alle ins Silicon Valley. Ne?
Unsere Partner, unsere Freunde von Facebook haben uns erzählt, dass jährlich 75.000 Anfragen kommen von Organisationen und von Menschen, die Facebook im Silicon Valley besuchen wollen. Wie krass ist das? 75.000 Leute wollen dahin. Wenn die diesen ganzen Anfragen gerecht werden wollten, dann müssten die da wahrscheinlich Tausende von Leuten einstellen. Macht irgendwie keinen Sinn. Aber viele Leute fahren trotzdem, viele Leute kriegen ja auch Termine. Und was erleben sie dann da? Was machen sie da? Ich glaube, eine der ersten Sachen, die alle machen, die da hinfahren, man pflegt so ein bisschen sein Social-Media-Profil und fotografiert sich bei Facebook vor dem Daumen. Das ist sozusagen eines der ersten Takeaways, ganz sicher. Was ist ein weiteres Takeaway? Die meisten Manager fahren da so hin und kommen dann so zurück. Also, das ist schon mal optisch eine Transformation, die die meisten dort durchmachen. Aber es ist ehrlicherweise noch nicht so inhaltlich. Was nehmen die Leute inhaltlich mit? Ich glaube, inhaltlich ist das Entscheidende, das dritte Takeaway, das dritte Learning ist, es geht um Customer Access. Die Menschen, die da hinfahren, verstehen, alles in der Wirtschaftswelt heutzutage hängt zusammen mit Kundenzugang. Das ist sozusagen das große Buzzword. Irgendwie eine Airbnb ist ja nicht so erfolgreich, weil sie geile Hotels hätten oder weil sie irgendwie geile Wohnungen hätten. Die haben ja gar keine. Ne? Die haben einfach nur tollen Kundenzugang und können das vermitteln. Oder eine Uber hat ja auch keine tollen Autos. Die können einfach nur tolle Autos und nette Fahrer bestenfalls vermitteln. Es geht halt einfach nur an allen Stellen um Kundenzugang. Kundenzugang ist das, was Plattform ausmacht und was entscheidend ist in der digitalen Welt. Das lernt man da und ich glaube, das stimmt auch. Wenn man sich mal so Bilder anschaut von Innenstädten, dann war das früher so. So war der Kundenzugang. Du bist irgendwo rumgelaufen und bist in Geschäfte reingelaufen und Marken haben versucht, über alle möglichen Kanäle Kunden zu gewinnen. Und heutzutage muss man schon sagen, der Kundenzugang, der wird schon auch von einigen Firmen sehr stark genutzt und der kanalisiert sich auf bestimmte Firmen. Es gibt Firmen, die stehen auf einmal durchaus zwischen Kunden und den werbetreibenden Firmen. Die GAFA-Firmen, die haben Kundenzugang, die machen das mega clever, das ist denen ja auch nicht vorzuwerfen, die machen das einfach schlau. Die sagen, hey, ich bin Google, ich bin Facebook, ich bin Amazon, ich habe Kundenzugang, du kannst den gerne bekommen, du müsstest den bei mir ersteigern. So läuft es ja. Und das ist wirklich beeindruckend und ich glaube, es ist einfach die Welt, in der wir leben. Ich finde das wirklich weder toll noch schlecht. So ist die Welt, in der wir leben, damit müssen wir klarkommen und ich glaube, es gibt eine ganze Reihe Wege, damit richtig gut klarzukommen, damit richtig gut zu agieren und das nicht zu verteufeln, sondern einfach zu sagen, hey, wie machen wir das? Wie arbeiten wir am besten in dieser Ökonomie, in der wir leben? Und das soll jetzt hier in den nächsten noch verbleibenden 19 Minuten, 28 Sekunden passieren. Ich möchte euch gerne 5 Ideen mitgeben oder Pfade zeigen, von denen ich glaube, dass man in dieser Ökonomie so gut vorankommt. Nummer 1. Ich glaube, es geht ganz stark heutzutage um Horizontalisierung. Was meine ich damit? Nehmen wir mal Zalando. Die haben angefangen mit Schuhen, wissen wir alle. Ne? Und dann haben sie sicherlich irgendwann gemerkt, okay, Mist, wir müssen ja, um einen Schuh zu verkaufen, ganz schön viel ausgeben, einen neuen Kunden einzukaufen. Das kostet uns ziemlich viel über SEO, über Affiliate, über was auch immer sie getan haben, über SEA, geschaltete Google-Anzeigen, Kunden einzukaufen. Wenn wir das schon tun müssen, wenn wir Kunden gewinnen müssen, dann macht es doch mehr Sinn, wir verkaufen denen mehr. Wir nutzen die Kundenbeziehungen für noch mehr als nur für Schuhe. Entsprechend haben sie jetzt auch Fashion seit einigen Jahren im Programm. Und das geht so weiter. Logischer nächster Schritt, na klar, Beauty, Drogerieprodukte, all das kommt. Der Robert Gens, der Gründer von Zalando, wird ja gleich noch hier sein, mit dem wir ein bisschen sprechen. Der wird das sicherlich bestätigen. Horizontalisierung, um den Kunden besser zu monetarisieren. Nächstes Beispiel. Auch die Topstars aus dem Silicon Valley machen das so. Uber, angefangen als Shuttle-Service, mittlerweile natürlich auch das breite Kundensegment Taxi-Service, aber um noch mehr aus der Kundenbeziehung rauszuholen, weil die müssen da ja auch für bezahlen. Die müssen ja auch irgendwie Installs bezahlen, bis der Arzt kommt. Ne? Und auch ein Uber kriegt seine Installs nicht geschenkt. Und was machen die jetzt als nächstes? Machen Uber Eats, also Essenslieferung und so weiter und so weiter. Oder nehmen wir mal E-Insurance. Wer kennt noch E-Insurance? Mittlerweile sicherlich eine der erfolgreichsten deutschen Internetfirmen aller Zeiten, nicht börsennotiert. Heißt heute auch nicht mehr E-Insurance, weil sie nicht mehr nur Versicherungen verkaufen, sondern sie vergleichen. Bei denen kann man alles vergleichen. Sie heißen jetzt Check24 und werben
passenderweise mit dem Claim, hier checke ich alles. Man kann hier alles checken, um halt mehr dem Kunden anzubieten, um aus der Kundenbeziehung am Ende mehr rauszuholen. Nicht mehr nur Versicherungen, mittlerweile auch Strom und Gas. Ich bin mir sicher, die Kollegen von Energy überweisen auch eine ganze Menge Geld an Check24, damit man dort die Tarife vergleichen kann. Also es ist ein Thema, darüber nachzudenken, in die Breite zu gehen. Das nächste Thema, Retain. Wenn man einmal einen Kunden hat, muss man ihn in aller Macht irgendwie behalten. Mehr denn je. Und klar, ich habe hier im letzten Jahr ja versucht zu erklären, dass ich glaube, das Wichtigste dafür ist ein tolles Produkt. Das ist ja auch so. Ein Produkt bleibt entscheidend. Aber nehmen wir mal an, wir haben geile Produkte. Was kommt dann? Dann kommt am besten irgendwie ein Abo-Modell. Wir leben in der Subscription Economy. Alle versuchen, ihren Kram in Abo-Modelle reinzupressen. Und wir kennen das ja schon lange. Irgendwie Netflix und Spotify bieten Abo-Modelle an für Musik, für Entertainment. Mittlerweile auch Rasierklingen als Abo-Modell, HelloFresh als Abo-Modell, überall Abo-Modelle. Die Kyla, die gleich kommt, eine der erfolgreichsten Influencerinnen aus Neuseeland im Sportbereich, bietet Sportabos an. Und es geht weiter, auch im Automobilbereich, wo man es eigentlich gar nicht glauben würde. Der Polestar von Volvo, nur im Abo erhältlich. Oder Porsche. Kannst du dir eine App holen für 4.000 €, hast du einen Porsche im Abo oder mehrere. Das Porsche-Abo auf einmal. Unsere Partner hier von Audi sagen mittlerweile auch, it's not about the car, own the experience. Es geht um die Kundenbeziehung, nicht um das einzelne Auto. Abos sind überall. Und was wäre vielleicht aus Marketing-Sicht noch naheliegender, als irgendwie alle Menschen in Abos reinzukriegen? Ist ja gar nicht so einfach. Eigentlich wäre es noch naheliegender, gutes CRM zu machen, Customer Relationship Management. Und dann haben wir uns so gefragt in der Vorbereitung dieser Charts hier, wer macht denn gutes CRM? Welches Beispiel kann ich denn bringen für gutes CRM? Da war jetzt gar nicht so viel zu hören, aber dann kam irgendwie doch ab und zu die Antwort, schau dir mal Booking.com an, die machen gutes CRM. Habe ich mir angeschaut, die machen das hier. Also, eigentlich sollte es jetzt hier permanent piepsen, weil man ständig irgendwelche E-Mails bekommt von Booking, total penetrant. Immer so, ja, okay, du fliegst dahin, brauchst noch einen Mietwagen. Ist jetzt irgendwie recht naheliegend, das ist jetzt irgendwie nicht so die große CRM-Schule, einen Mietwagen auf dem Flug anzubieten. Und dann halt total wahllos, so war meine Erfahrung, irgendwelche Destinations und einfach täglich dran sein am Kunden. Das ist okay. Das klappt ja auch ganz gut. Booking.com ist ja nun wirklich sehr, sehr, sehr erfolgreich. Aber irgendwie fand ich es jetzt als CRM-Beispiel nicht so inspirierend. Also habe ich mich gefragt, okay, was gibt es denn noch? Was ist denn mir persönlich jetzt mal so aufgefallen als gutes CRM-Beispiel? Und dann ist mir das hier aufgefallen. Ein Ferienbauernhof in der Toskana, bei dem ich mit meiner Familie vor einigen Jahren war. Und die Inhaberin schreibt jetzt jedes Jahr zu Weihnachten, wie es den Pferden geht und was der Bauernhof so macht und ob wir nicht mal wiederkommen wollen. Sehr persönlich, sehr authentisch, sehr leidenschaftlich. Irgendwie sagt dann immer meine Frau zu mir, naja, wollen wir nicht mal wieder hinfahren? Ja, und ich denke auch, eigentlich wäre es ganz nett. Schon ein ganz gutes CRM, aber ehrlicherweise ja auf recht kleiner Skala und nicht so gut durchskalierbar. Ne? Ist mir schon klar, aber irgendwie persönlich und authentisch. Ich glaube, dazwischen muss es irgendwo liegen. Zwischen dem hier und dem, was wir gerade bei Booking.com gesehen haben. Ich glaube, CRM ist einer der Kernwachstumsbereiche für cleveres Marketing. Das ist unterentdeckt. Das wird auch nicht gut gemacht. Da gibt es einfach kaum Referenzen für richtig geiles CRM. Da geht viel, viel mehr. Also schaut euch das Thema CRM an. Die Kolleginnen vor allen Dingen im Büro sagen zu mir, ASOS wäre toll im CRM. Die machen so Push-Notifications. Ich glaube, klar, die machen das gut. Die haben auch hübsche Produkte, ehrlicherweise. Naja, also ich will nur sagen, CRM ist das Thema. Mir ist es schwer gefallen, Beispiele zu finden. Was noch? Ganz gut wäre zum Beispiel, wenn man irgendwie herausragen könnte mit seinem Marketing, wenn man Stand-out-Marketing machen könnte. Das ist ehrlicherweise ein bisschen ein blöder Tipp. Herr Westermeier, was soll ich machen im Marketing? Wie komme ich voran? Ja, rage heraus. Okay. Das ist jetzt nicht so richtig brauchbar. Was meine ich damit? Ich steige mal ein bisschen tiefer ein. Eine Art und Weise, wie man ganz klar beobachten kann,
herauszuragen, ist einfach die Provokation. Wir leben auch irgendwo in Zeiten der Provokation. Muss man sagen, ob das gut oder schlecht ist? Es ist so, wir leben in Zeiten der Provokation. Was meine ich damit? Schaut mal hier. Die nächste Erfolgsmarke aus meiner Heimatstadt Essen heißt übrigens Naketano. Ich bin mir sicher, einige von euch tragen die Klamotten mit so dicken Bändern. Eine der erfolgreichsten Fashion-Marken aus Deutschland der letzten Jahrzehnte. Naketano. Man kennt die Gründer an der Stelle kaum, aber die haben sich ausgedacht, ihre ganzen Produkte sehr ungewöhnlich zu benennen. Nämlich zum Beispiel Titis Galore, Bitches and Sons. Die heißen alle so. Das ist eine reine Provokation, die Klamotten so zu nennen. Und deswegen, und weil sie auch clever auf verschiedensten Plattformen verkaufen, haben sie es geschafft, etablierten Fashion-Marken das Wasser abzugraben. Was ihr hier seht in den Charts, sind die Google-Suchanfragen, das Suchvolumen nach bekannten deutschen Fashion-Brands wie Tom Taylor oder S. Oliver. Und dann schauen wir mal Naketano, die liegen mittlerweile drüber und schon seit Jahren auf dem Niveau. Aus dem Nichts, mit ganz wenig Marketing, mit Provokation, muss man sagen. Und wenn man sich dann anschaut, dass sie hinten raus, Ende letzten Jahres oder Mitte letzten Jahres, nochmal im Suchvolumen hochgegangen sind, dann kann man sich fragen, wie haben die das denn gemacht? Was haben die denn da gemacht? Die haben da behauptet, sie würden Ende diesen Jahres ihren Geschäftsbetrieb einstellen. Das ist ja nun wirklich totaler Quatsch. Also, wir haben uns das angeschaut, die Firma ist so 180 bis 200 Millionen Euro wert. Das sind so ein paar Typen aus Essen, in der Laden gehört. Ich fresse einen Besen, wenn die das Ding einstellen. Nie im Leben. Jede Wette, wenn wir nächstes Jahr uns hier treffen, gibt es Naketano noch. Vielleicht gibt es andere Owner, andere Besitzer, aber niemals stellen die das Ding ein. Wette ich dagegen. Aber sie haben es behauptet, sie haben es rausgehauen, alle haben drüber geschrieben. Das Suchvolumen, sieht man da, Provokation, mega abgegangen. Wer provoziert noch ganz gut? Unsere Partner und Freunde, muss man sagen, ich kenne die Gründer mittlerweile ein bisschen von True Fruits, ganz lustige Kollegen. Die verkaufen so Smoothies und Getränke mittlerweile in allen Supermärkten. Und auch hier, durchaus sexuell konnotierte Werbung. Klappt gut, muss man sagen. Ich hatte vor kurzem hier ein Gespräch in Hamburg mit dem Gründer von Fritz Cola, der das auch macht. Der sagt auch, du musst provozieren, du musst durchaus diese Klischees spielen, die funktionieren. Und weil das so gut funktioniert, hat der Gründer von True Fruits gesagt, okay, ich lasse jetzt irgendwie meine Genitalien in Stahl gießen, das sieht man da, und mache das öffentlich und rede drüber. Auch eine reine Provokation natürlich. Und dann könnte man meinen, er hätte das nur aus Provokationszwecken gemacht. Nein, nein. Er hat es auch gemacht, um dann nachher seine Genitalien in Stahl als Award zu verleihen an andere Unternehmer, die provozieren und die herausragen. So geht das also. Okay. Was gibt es noch für Möglichkeiten herauszuragen im Marketing? Eine Entwicklung, die wir sehen, ist, der CEO einer Marke muss auch ein bisschen die Brand sein. Was meine ich damit? Es ist schon seit Jahren gang und gäbe im Bereich Fashion oder High Fashion, dass die Gründer von Marken mehr oder weniger die Marke repräsentieren, die Marke kommunizieren auf allen Plattformen in der ganzen Welt. Es gibt Menschen, die sind mehr oder weniger die Marke, die stehen für die Marke im Fashion-Bereich. All diese Menschen hier sind die Marke und kommunizieren abseits von GAFA für ihre Marke und ragen heraus. Nur wegen dieser Menschen sind diese Produkte so viel wert. Denn eine Handtasche ist ja nicht so viel wert. Aber wenn da Coco Chanel draufsteht, dann ist sie so viel wert. Und das ist ja nicht wegen Google oder Facebook, das ist wegen Coco Chanel. Also als Gründer herauszuragen, das kennen wir schon aus dem Fashion-Bereich. Und genau diese Seite aus dem Fashion-Marketing-Playbook, die haben sich jetzt auch andere Firmen geklaut, insbesondere Technologiefirmen. Wir sehen auf einmal CEOs, die herausragen. Der Typ, Buchhändler, und jetzt die globale Ikone Jeff Bezos, der die Kapitalmärkte beeinflussen kann, einfach nur als Person. Ikonische Gründerfiguren. Die nächste ikonische Gründerfigur, der Englischlehrer hier mit der Handelsplattform Jack Ma. Das ist genau dasselbe Playbook. Oder der Typ hier ist der angestellte CEO von T-Mobile in den USA. Mal früher so ausgesehen und jetzt so. Der lebt die Marke T-Mobile in den USA vor, über alle Plattformen, über alle Kanäle. Das ist Marketing sozusagen durch den CEO. Oder unser Freund Gary, der hier regelmäßig bei OMR auftritt, Gary Vaynerchuk, der Weinhändler, der brave Weinhändler. Und letztes Jahr hier bei uns, so, die Digital-Marketing- und Media-Ikone, Fernsehstar. Oder der Typ, jetzt auf der Bierflasche drauf, okay. Habe
hab ich mich überreden lassen von den Kollegen von Warsteiner. Ehrlicherweise, ich sag's mal hier ganz offen, dieses Thema Rockstar ist mir auch unangenehm. Ich möchte so nicht gesehen werden, wir sind OMR. Ich habe auch verstanden, dass irgendwie CEO ein bisschen eine Projektionsfläche für eine Marke ist, aber bitte seht es auch gerade in unserem Falle auch bitte ironisch und lustig und seht mich jetzt nicht als so jemand, der da irgendwie versucht, in diese Reihe reinzukommen. Das wäre Quatsch. Na gut, Pfad Nummer 4. Was kann man noch tun? Man kann digital PR ganz neu denken. Ich glaube, neben CRM ist das Thema PR eines, wo noch am meisten Chance besteht, sich zu differenzieren, herauszuragen, Sachen anders zu machen als andere, insbesondere halt in dieser digitalen Welt. Nach wie vor machen ja viele Firmen recht normale PR und geben Pressemitteilungen raus und hoffen, dass sie abgedruckt werden. Na, das ist halt irgendwie schon okay, aber es ist halt nicht besonders. Was meine ich, was wirklich krasse digitale PR ist? Zum Beispiel sowas. Man schickt irgendwie einen Tesla mit einer Rakete zum Mars, packt eine Puppe rein, spielt Musik von David Bowie, eine Nachricht an die Außerirdischen. Was für ein mega Bullshit. Ne? Das Ding erreicht niemals einen Außerirdischen. Normalerweise packt man so Raketenschrott rein, damit die da irgendwie hochfliegen. Jetzt packen die da teure Autos rein. Das ist ja reine Absurditäts-PR. Ne? Es macht keinen Sinn, aber trotzdem, diese Story mit dem Tesla Richtung Mars ging ja um die Welt. Ne? Einfach abgefahrene PR. Und dann natürlich Elon Musk im Hintergrund hat das bei Instagram rausgehauen, sofort 1,5 Millionen Likes, die es toll finden, da ein Auto zu verschrotten, zigtausend Kommentare. Und glaube, generell muss man sagen, wenn einer sozusagen für moderne PR steht, dann ist es Elon Musk. Und wir haben uns überlegt, okay, wir lassen mal kurz versuchen, die Strukturen hinter der PR von Elon Musk zu verstehen. Lass mal zu verstehen, wie macht er das? Was ist da sozusagen, ist ja kein Zufall, das ist ja irgendwie eine Strategie von Elon Musk, geile PR zu machen. Und es gibt sozusagen 4 Prinzipien, die der kann, um tolle PR zu machen und die der beherzigt. Nummer 1 ist halt vor allen Dingen Frequency, extrem hohe Frequenz. Der Typ hat irgendwie im letzten Jahr über 1000 Tweets rausgehauen, über einen breiten Kanon an verschiedensten Themen. Von irgendwie SpaceX und Tesla, seinen Firmen, über private Sachen, über Boring Company, eine Tunnelbohrfirma, eine Tunnelgrabefirma, die ihm auch gehört, oder halt ein Thema AI. Also hohe Frequenz, dann halt Absurdität, total absurd, das zieht. Wir hatten ja schon über das Auto gesprochen, aber es geht noch krasser. Der zum Beispiel hat irgendwie angefangen, für diese Tunnelbohrfirma neben den Tunnelbohrgeräten auch noch Flammenwerfer zu verkaufen. Flammenwerfer, ja, was will man damit? Wer will einen Flammenwerfer kaufen? Aber er sagt halt, die Zombie-Apokalypse kommt. Also dieses erfolgreiche, dieses riesige Internet-Meme aus den USA, das die meisten Menschen kennen, Zombie-Apokalypse, darauf setzt er auf und sagt, okay, es kommt jetzt irgendwie demnächst was wie diese Apokalypse, ihr braucht Flammenwerfer. Und die Menschen kaufen dann Flammenwerfer. Total bescheuert eigentlich, aber es geht natürlich um die Welt. Diese Boring Company, die verkauft, wird auf einmal massiv in die Wahrnehmung gehoben, obwohl sie ja eigentlich wirklich, wie der Name schon sagt, eine Boring Company ist. Aber so ein Quatsch bringt's. Absurdität. Das nächste, Agenda-Setting. Der Kollege hat sich ganz klar aus meiner Sicht herausgesucht, welche Themen kann ich bespielen, welche Themen kommen. In dem Falle von ihm ist es halt AI, der warnt vor AI, er sieht das sehr kritisch, er äußert sich regelmäßig zu AI, obwohl das ja nicht sein Kernthema ist. Er hat ja eine Menge zu tun, da operativ Firmen zu führen, mehrere, als wenn er jetzt wirklich der AI-Experte wäre. Aber er claimt, er übernimmt dieses Thought Leadership für das Thema AI und sagt halt, okay, wenn es so darum geht, bin ich Ansprechpartner. Das ist mein Thema, da bin ich stark. Super clever, weil er so sich und seine Firmen permanent mit diesem Zukunftsthema im Gespräch hält. Ganz bewusst gewählt, bin ich mir sicher. Und das Letzte, was er macht, hohe Authentizität. Ganz authentisch postet er da Fotos von sich, wie er irgendwie als Junge aussah, von seiner Mutter, von seiner Freundin, von seinem Bruder, all so ein Kram. Also es ist ein Portfolio an Dingen, irgendwie komplexe AI-Sachen, absurden Kram und dann auf einmal seine Familie und seine Mutter. So geht gute PR und jetzt kann man sagen, ja okay, was bringt's ihm? Ich will euch noch ganz kurz zeigen, was es ihm bringt. Es ist nämlich echt beeindruckend. Diese Firmen hier, die ihr jetzt seht, das sind die Firmen, die als die innovativsten Firmen der Welt wahrgenommen werden von deutschen Managern. Gibt es eine Umfrage, das sind die innovativsten Firmen. Auf Position 6 Tesla
und nicht erwähnt VW. Vergleichen wir das mal mit dem, was verschiedene Firmen rund um die Welt wirklich ausgeben für Innovation, für Forschung und Entwicklung. Das sieht nämlich so aus. VW hier aus Deutschland gibt am 5. meisten auf der Welt aus für R&D, für Innovation, für Forschung und Entwicklung. Und wird noch nicht mehr erwähnt. Und Tesla, Nummer 171 im Budget, wird als Nummer 6 wahrgenommen. Am Ende Resultat der geilen PR von Elon Musk. Zumindest zum Teil. Ich bin mir sicher, ein ganz großer Teil der Marktkapitalisierung von Tesla hängt am Ende an der PR von Elon Musk. Und das ist Milliarden wert. Was kann man noch tun, digitale PR geil und neu zu machen? Man kann sich vielleicht ein Beispiel nehmen, oder ein bisschen aus dem Playbook oder aus dem Handbuch des Marketings klauen. Im Eventbereich, kenne mich ja aus mit Events, dass die hier machen. Die Kollegen von Apple machen ja auch einen krassen Event. Die machen ja einmal im Jahr ihre Inszenierung eines neuen Produkts. Das ist schon echt beeindruckend. Die hauen da ein neues Produkt raus und auf Knopfdruck, ohne dass sie dafür bezahlen müssen, schreibt am nächsten Tag die ganze Welt über dieses Produkt. Also dieser Event, Wahnsinn. Was das an Wert hat, dieser Event. Nur der Event alleine. Dann kann man sagen, okay, ja gut, ja, das ist jetzt Apple, ein bisschen schwer, das zu kopieren, ein bisschen schwer, sowas nachzumachen. Aber es gibt Beispiele, hier in Hamburg, nicht wir, wie man das gut nachmachen kann. Und zwar unsere Freunde von About You, eine Fashion-Unternehmen hier aus Hamburg. Der Tarek Müller, der Gründer, saß letztes Jahr in der Bar. Da ist er. Die haben letztes Jahr hier in Hamburg den Influencer Awards vergeben. Ich war selber, durfte dabei sein in der Halle hier. 600, 700 Zuhörer oder Gäste. Und ehrlicherweise die Awards genau, ich habe vergessen, wer sie bekommen hat. Und auch ehrlicherweise, wofür sie waren. Das war jetzt... Ich war zwar geladen, genau halt wie viele andere, vor allen Dingen Influencer und Social Media Stars dort in der Halle waren. Das war halt voll von Leuten mit viel Reichweite auf dem Handy. Und dann haben die da halt diese Awards vergeben und haben dafür, wie ich gehört habe, 1 Million Euro bezahlt für die ganze Inszenierung. Und haben aber, weil halt das Publikum das so krass fand und weil das Publikum halt so viel Reichweite unterm Handy hat, haben die halt 41 Millionen Impressions im Social Media Bereich gemacht. Oder anders gesagt, sie haben 20 Millionen Euro an Mediawert kreiert, gratis, mit dem 1 Millionen Event. Also das ist eine ganz gute Marge, das ist mega clever. Auch so geht sozusagen heute PR. Die Zielgruppe weiß über About You, alleine wegen dieses Awards. Super, super smart. Die 5. Möglichkeit, in der heutigen Welt besser zu sein, zu gewinnen. Was kann man noch tun? Man kann natürlich irgendwie agil sein auf den Plattformen, die unsere Welt bedeuten oder beherrschen ein Stück weit. Was meine ich damit? Ich meine zum Beispiel sowas hier. Wenn man über Google spricht, ist ja SEO mittlerweile klare Hygiene, SEA ist klare Hygiene, aber es gibt so Sachen wie Google Shopping. Schauen wir uns mal an, wie kann man sich ein bisschen differenzieren bei Google Shopping. Es ist ja schon erstaunlich, wenn man reinguckt, bei dem Suchwort Adidas Samba Weiß, kommt das hier. Alle Anbieter positionieren sich mit einem Freisteller eines weißen Adidas-Schuhs. Ja, okay, das ist der Suchbegriff. Aber irgendwie macht es doch keinen Sinn. Außer einer, der hat es anders gemacht. Und zwar die Kollegen von ASOS, die haben mal rote Beine dran gemacht. Wozu führt das? Viel bessere Klickrate, viel bessere Conversion. So einfach kann es sein, agil zu sein auf der Plattform. Ist ein kleines Beispiel, wir fangen ja erst hier an. Nächstes Beispiel, agil im mobilen Bereich. Was meine ich, wenn alle über Mobile reden? Wo kann man da agil sein? Folgendes. Dieses blaue Hemd kann man über Amazon verkaufen. Da kostet eine Order 8 Euro. Also jemand das Hemd kauft, irgendwie musst du mal 8 Euro ausgeben für Marketing, bis du einen Käufer hast. Und dann dachte ich mir, okay, kriegt man irgendwie bei Instagram besser hin. Zeige ich den Kollegen hier im Publikum vielleicht, dass wir das mit Instagram viel günstiger verkaufen können, dieses Hemd. Haben es halt da auch probiert. Und was haben wir gesehen? Kostet auch 8 Euro. Dasselbe Hemd bei Instagram zu verkaufen. Aber was krass ist und was bei Instagram gerade so beeindruckend ist, wirklich beeindruckend, der Preis, den man erzielen kann für das Hemd bei Amazon, ist irgendwie 26 Euro. Und der Preis, den man erzielen kann für das genau gleiche Ding bei Instagram, für die exakt selben Kundenakquisekosten, ist der doppelte. Das ist der Wahnsinn, das wird natürlich niemals so bleiben, aber du kannst den Kram bei Instagram für 50 Euro verkaufen. Das passiert, da gibt es Volumen dahinter. Das ist schon verrückt. Das ist die Plattform, die da gerade funktioniert. Was heißt
agil sein bei Facebook. Wir haben ja gehört, na klar, Facebook schränkt die organische Reichweite ein, reduziert das ein bisschen. Aber es gibt ja andere Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel Facebook-Gruppen. Ich bin überrascht, wie wenig Leute heutzutage Gruppen machen, weil bei Gruppen gibt es alle Reichweite von Facebook nach wie vor umsonst. Da muss man nichts bezahlen. Es gibt sogar sowas hier. Das ist die DM-Gruppe von dem Drogeriehändler DM, der DM-Markt. Die machen die noch nicht mal selber, das machen irgendwelche Fans von DM. Ich wusste noch nicht mal, dass es Fans von DM gibt. Ja? Aber es gibt halt 100.000 DM-Fans in der Facebook-Gruppe und dann schreiben die so Sachen wie, da ist jemand leicht eskaliert, wenn da irgendwie verrückte Einkäufe gemacht werden und sowas. Wie geil ist das für DM? Alles umsonst. Ne? Ich bin mir sicher, morgen nach Hause fahren oder Montag ins Büro gehen, oder am besten morgen, Samstag ins Büro gehen und eine Facebook-Gruppe aufmachen. Das kann noch eine Weile tragen. Wer weiß, vielleicht gibt es auch eines Tages dort auch Einschränkungen der Reichweite und weniger organische Reichweite, aber es ist aktuell echt stark. Und sogar im klassischen Brick and Mortar, im Steine- und Handelsgeschäft gibt es mittlerweile die Chance, agil zu sein auf modernen Plattformen. Auch hier kurzes Beispiel. Das ist eine Champagnerbar in San Francisco. Die ist jetzt nicht besonders, weil die in San Francisco ist. Die ist, ich war jetzt nicht da, aber was man so mitbekommen hat, ist die jetzt eigentlich gar nicht so besonders. Außer eine Sache, die ist krass. Und zwar hier, die Pulle, die da drauf gemalt wurde. Wo es so ein bisschen aussieht wie so ein Banksy-Motiv. Sieht so unscheinbar aus, aber diese Pulle Champagner ist das Erfolgsrezept dieser Bar. Die sind kein Reiseführer, die haben einfach diese Pulle an der Wand. Wozu führt das, diese Flasche? Wozu führt das? Die Menschen gehen da hin und lassen sich da fotografieren sich da und pushen es alle hoch zu Instagram. Einfach nur da eine Flasche geil dran gemalt und schon Social Media Reichweite in erheblichem Maße. Also es gibt schon eine Menge Möglichkeiten, Sachen zu machen heutzutage. Ich fasse mal kurz zusammen. Horizontalisierung, Retainen um jeden Preis, Subscription, CRM vor allen Dingen. Herausragen, so schwer es ist, im Zweifel auf der Bierflasche. Digitale PR und halt Agilität auf Plattform. Ich will ganz kurz Danke sagen all denen, die uns geholfen haben, diese Charts hier zu recherchieren. Haben einige Datenpartner, einige Quellen, die ich befragen durfte für die Erhebung hier. Ich habe es nicht alleine gemacht, nicht gestern Abend zusammengeschmiert, sondern da hat ein ganzes Team von Leuten dran gearbeitet, in den letzten Wochen und Monaten hier eine vernünftige Präsentation zu zeigen, die hoffentlich ein Teil eures Eintrittsgeldes dann halt wert ist. Und ach Mist, jetzt habe ich noch eine Sache vergessen, scheiße. Es gibt noch eine 6. Möglichkeit heraus, gutes Marketing zu machen. Okay. 6. Möglichkeit. Was kann man noch tun? Play Music. Was meine ich mit Play Music? Na, wir haben doch selber hier in Deutschland erlebt, wie es ist, Mauern einzureißen. Das ist doch nicht neu. Wir wissen doch, wie es funktioniert. Der Typ kann es doch. Ne? Einfach mal gucken, wie er es damals gemacht hat. Lasst euch doch mal inspirieren, wie man Mauern einreißt. Damals war das doch so. Auf geht's! Been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom. Still the search goes on. I've been looking for freedom. But I left my home now. I've been looking for freedom. Still the search. Thank you. Wow.